Servus meine lieben Freunde, willkommen zurück zu einer neuen Folge Red Dead Redemption. Jetzt habe ich mir vorhin überlegt, ich habe jetzt vor, einfach jeden Tag bis zum 24., ne, bis zu Heiligabend, eventuell auch Weihnachten, wahrscheinlich dann Doppelfolge und Weihnachten, den zweiten Weihnachtsfeiertag auch eine Doppelfolge. Also ich plane das zumindest mal so. Gehen wir schon mal zur nächsten Mission mal hin, bevor ich euch jetzt da weiter voll quatsche. Plane ich sozusagen das Spiel durchzuspielen und versuche dann natürlich auch alle anderen Trophäen zu erledigen. Mit John Marston, so viel wie es halt geht. Mit dem besten Mann. So, gehen wir zur nächsten Mission. Oh. Ein bisschen lauter können wir auf jeden Fall machen, dass ich auch ein bisschen was höre. I've been hearing about your plans. Have you, Miss McFarland? Yes, from Lee Johnson. To settle here and build a life for yourself. I'm afraid those aren't my plans. See, I already have a life. Well, I had one, and I'm trying to reclaim it. Or maybe what you could say is that I had two, and I'm trying to end one of them so the other can survive. You do so love to talk in riddles, Mr. Marston. Do you do that, I wonder, as a substitute for having anything interesting to say? Probably, Miss McFarland. Oh, call me Bonnie, you fool. Call me Bonnie. Miss McFarland, I'm married. I have a son. I had a daughter, but she died. Years before that, I rode in a gang. We robbed banks, trains, held people ransom. We killed people we didn't like. Bill Williamson was in that gang. Now, if I don't capture my former brother in arms, great harm will befall my family. Now, I don't suppose any of this is very interesting to you, but I hope it explains why I wasn't so eager to talk about it. No, I do understand. I had no idea. You poor man. Even in this new country, memories don't really fade. My father was an illiterate Scot born on the boat into New York. He never saw his homeland, but to hear him talk about it, you'd imagine he only ever ate haggis. Ich muss einen Arm freilassen, weil ich habe was Neues tätowiert. Das ist auch ein bisschen He blöde. hated the English for Aber es what they geht. had done to his great-grandparents that he'd never met. People don't forget. So, Feuerchen, Nothing sorry. gets forgiven. Sollte nicht sein. That's true. Especially when it comes to money. And you know, even now, after all his labors, my father's debts are still terrible. I worry every day about us losing the ranch. It would kill him. My father died when I was 8 years old. His eyes were, well, let's just say he was blinded in a bar fight south of Chicago. My mother died during childbirth. She was a prostitute and he was her, well, I don't know what he was. So I was sent off to an orphanage and ran away and fell in with a gang. My word. What a difficult life you've lived. The leader of the gang taught me how to read, taught me how to see all that was good in the world. He was a great man in a way. But you killed people. Sure. And I've suffered for it. And that's the life I left, or tried to leave. Said too much, Bonnie. I'm an uneducated killer, sent here to do all I can do well. Kill a man in cold blood so that another man may do his part to cut crime in an area, and a rich man can be elected governor on the back of these promises. Civilization is a truly beautiful thing, Mr. Marston. Listen, can you help me? Well, I can try. What do you need, money? No, nothing so complicated. I need an extra hand to take out the herd to pasture. Sure. Point me in the right direction. Steige aufs Pferd. Ich bin Abstand gehört zu meiner Lieblingscharakteren, aber ich glaube, ich habe schon einmal gesagt, ich mag ihn. John Marston ist schon was Cooles. Alright, let's head over to the cow pen. It's about time a budding farmer such as yourself learned how to herd cattle. Giddy up!
Thank you for telling me all that back there. It must have been hard for you. Hope you understand now why I've been playing my cards somewhat close to my chest. I didn't know you had a wife and child. Then again, I don't think I ever asked. They're lucky to have a man like you. Come! Good to see you, Miss McFarland. Come on, boys. Let's go! Nice job, Mr. Marston. That's it. Stay behind them, Mr. Marston. Herd the cows down the road. Pretend you know what you're doing. Look at the cow. Go ahead, Joe. Come on! Get riding them. Driving this way. Kühe eintreiben, gar nicht so mein Ding. Da kommt. Guck mal die Kühe da an, ey. Irgendwie die Kühe manchmal auf. Come on! No, no, no. He's just showing off now. Let's go! Nail it down. All right, let's move this large herd out to the far pasture. Squeeze back and forth behind them. Keep them nice and tight. You're doing great, Mr. Marston. Stay up. Keep that herd together now. Leave those tracks with me. Stay focused on the main herd. Hui! Du musst dahin gehen. Hui! Hui geht nicht dahin. Los, Hui! Kühe eintreiben bei Red Dead Redemption. You should learn to ride. Learn it by doing. So, jetzt kommen die ganzen Leute raus und sagen so, ja, ich kenne ja auch You're keine. not bad with the herd. Ranching might be your true calling, Mr. Marston. Either that, or you were a cow in a past life. Thank you, Miss McFarland. I'll see you later. I have work to do back at the ranch. Geil, ich habe $5 bekommen. Wie cool. Ja! Bonnie. Wir machen erstmal Bonnie fertig. Dass wir das alles erledigt haben, bevor wir irgendwo weiter dann gehen. Come on! Aber es wird auf jeden Fall bessere Pferde geben als die hier. Was ist denn das hier? Die Dalton-Gang oder was? Mensch, Mensch, Mensch. Leute. Das ist aber nix. Ich sag's euch gleich. Die Hetmigos. Das ist auch eine gewisse Uhrzeit wahrscheinlich jetzt irgendwann um... Weil es nicht auftaucht. Oder ist dann X? Kommen heute nach. Wie spät haben wir? 7 Uhr am Morgen. Was haben wir denn jetzt? Steht leider nicht dran. 5 Tage sind währenddessen vergangen. Steht nicht dran. Nee, das ist was anderes. Speichern wir mal ab. Nö. Ja, komm mal mit. Komm mal mit, Ferdi. Ja! Wir sind ja eh fast zu Hause. Aber wahrscheinlich brauche ich eh nicht so viel. Wenn ich jetzt schlafen lege, dann ist ja eh schon fast Dings. Nachtwache gibt es ja gerade keine. Mal den Gewichtwarenladen. Hey! Mein Hut war gerade weg.
Hey Leute, was geht? Ich bin ein Cowboy. Ja! Tja, da stehen wir nun. Aber ist ja gleich in ein paar Minuten. Ist ja 7. Warte mal, ich geschwinde ein bisschen kurz. Ja, wie gesagt, meine Idee ist es, jeden Tag ein Video zu posten. Also jetzt ab hier, das seht ihr, das ist sozusagen das 3. Kalendertürchen. Deswegen ist es dann meistens über einen längeren Zeitraum, über eine halbe Stunde oder alles andere. Ein paar Minuten noch. Deswegen plane ich dann das sozusagen als Adventskalenderchen, sozusagen für mich, für euch. Wem es gefällt nicht. Klar, wird immer so sein. Ich tue nicht jeden Tag streamen, ich habe nicht das nötige Werkzeug. Ich habe nicht die nötigen Ressourcen. Ich investiere tatsächlich lieber das Geld ein bisschen anders in Urlaub, in Tattoos, in Wohnungen. Umgestalten, jedes Mal kommt was Neues dazu oder mal was anderes. Da auf jeden Fall eine neue Elgato wird auf jeden Fall mal hergeholt, auf jeden Fall mal. Das plane ich auf jeden Fall, aber ansonsten sind da nicht groß irgendwas anderes geplant. Stream mal irgendwie 1 oder 2 Mal, ja, aber ansonsten. Well, hello, Mr. Marston. How are you? Fine, thank you. How are you? I'm fine, thank you. Did you meet my father? John Marston, this is my father, Drew McFarland. Pleasure to meet you, Mr. Marston. Please. So, my daughter informs me that you're here on some secret mission to remove some undesirables from the county. Something like that. I'm grateful for the hospitality, sir. Well, you know, we've lived here for 30 years now. Came here from the east. The land had never been settled. For 10 years, we fought the Indians. Tough men. And we had outlaws, and we had drought, and we had smallpox, terrible winters, cholera. I buried more of my children than I raised. Sorry to hear that, sir. I've seen strong men wither and die under that unforgiving sun. That whole herds of cattle take sick and die. But I've never once doubted my life here. No, sir. When I hear about this so-called federal government sending out agents to covertly murder and control people, then I start to worry. I mean, yeah, all right, Williamson is a menace, and men like him are the plague. But isn't a government agent a worse menace? And all that symbolizes, I mean. You may be right, sir. Well, you're a brave man. You're always gonna be welcome here. But you tell your friends out east that we don't want to live like that out here. Sneaking around and spying and secret missions. Als ob er das selber will. Trust me, sir. I agree with you. Good. Good. Well, we won't insult you any further. Come on, Bonnie, we got things to do. Mr. Marston, do you want to join us? It's Daddy's favorite pastime. Apart from political discourse, that is. What is? Breaking in horses. Come on. I hear you're a pretty decent rider. For a city dweller, that is. Ich gehe nochmal gerne auf dieses geile Detail ein, dass dieser John Marston, ne, das Design, ne, also wie er aussieht mit dem Ganzen, mega geil aussieht. Also ich feiere das. Das ist doch richtig so dieses, so ein bisschen das Cowboy-like, was ich so ein bisschen mag, so ein bisschen. Also abgesehen jetzt von Staubmäntler oder alles andere. Deswegen gefällt mir auch der Film, Spiel mir das Lied vom Tod. Finde ich mega, mega geil. Es hat auch so einen richtig geilen, einfach, sieht gut aus. Der Film sieht echt klasse aus. Ich bin jetzt nicht so der große Western-Gucker, außer jetzt mal beispielsweise die Clint Eastwood-Filme.
Oh, mir fallen aber die anderen Filme gerade nicht ein. Ja, jetzt heißt mir dann natürlich, nicht so ein großer Gucker, ne? Und am Ende sind es dann mit 20 Filme, die ich schon gesehen habe. Also wie gesagt, hängt den Höhner. Deutsch geht's aber nicht so gut, ich sag das, gell? Also Deutsch ist noch ein bisschen schwer bei dir. Hängt den Höher, auch ein geiler Film, eine Handvoll Dollar mit Clint Eastwood. Auch geile Filme. Mir fallen aber jetzt die anderen Western-Filme nicht ein. Mir fällt es echt nicht ein. Ich sag ja spätestens nach, auf einmal beim 5. oder 8. Stream auf einmal, also beim Video oder 10. oder kurz vor Ende, fallen sie mir auf einmal alle ein. Ich bin da auch tatsächlich zu voll zum Nachgucken. Ich habe die irgendwo in meiner Liste mal abgespeichert, dass ich mal das nach und nach immer wieder gerne, weil ich guck's gerne an. Ich finde alte Filme einfach für mich wesentlich geiler. Wie gesagt, Spiel mir das Lied vom Tod, mega geiles Lied. Ich mag das, diese Atmosphäre. Dieser Aufbau, der Schnitt, das alles so, das ist einfach meins. Rope one of them for me, Marston. Come on, don't be afraid of that lasso. Come! Keep at it, Marston. Go! Slow now! Come on! Come on, let's go. Easy Try there! not to spook him too much. Now hold on to it. Here we go! Take it slow now. Keep at it, Mr. Marston. Show me what you got, boy. Relax now! Nearly there! Come on in, You're cowboy. doing fine. Come on! Let's Come see it, on! boy. Ja. Er hat mich runtergekegelt. Kurz vor Ende hat er mich runtergekegelt, ey. Hat er gut gemacht. Ist der Gaul? You'll have this in no time. Whoa there! Ah, hab die falsche Seite genommen. Ah. Come on! Nearly got you! Don't give up. Nearly there! Relax now! You're mine now! There! Na, ist doch. Look at that. We'll make a cowboy out of you yet. Let me take it from here. You get back on your own horse. I think that's enough activity for an old-timer like me. I'll take this one back to the ranch. See you later. Come on then. Let's see if you can get it. Noch einen? Ja. Gut, noch einen. Noch ein Gaul. What are you waiting for? I'm coming. Don't lose him. Right, let's see if you can break this one. That's it. Lean with him. Jetzt zureiten. Der ist wie eine Frau. Genauso zureite. Ist das sie dich? Nee, falsch. Warte, verdammt. Das war falsch. Da war was anderes. Mann. I got you now! Nein. Nein. Das Ausgleichen ist nicht mehr so witzig. Come on, baby! Ah, da ist doch. You got him eating out of your hand. Whoa. Nice work. I think that'll do it for today. Let's get back to the ranch. Let's go! Ja, 2 neue Pferdis haben die bekommen. I like your father. I'm glad. He's quite a character. You have a good life here. The life I want. For me and my family, I mean. We don't have a lot anymore. You have enough. It's one that gets so many folks in trouble. It'll sap your spirit and make you poor. But it's straight. And it's decent. There's no better night's sleep than after an honest day's work. It's no wonder you look so tired then. Some deck must be shy of Joker, Miss McFarland. Who'd have thought you'd be such a natural at busting Broncos? That was fun. I think you could be a fine rancher one day. If you can bear to stop killing people for a living.
Hey, Bonnie. Amos was saying some horses been spotted somewhere outside of Armadillo. Let's go, Mr. Marston. We can really do with those horses. Oh, gleich die nächste. No rest for the wicked. Let's see if we can track down that other herd of horses. Come on. You never Dann did gehen wir tell gleich zur me why nächsten. you were never married. Aside from the snobbery, that is. You sure ask a lot. I'm just surprised, that's all. You must have been quite a catch. The fact that you're talking in the past says it all. No, that's not what I mean. You must have had some suitors, that's all I'm saying. Come on. In many ways, my wife is kind of like you, Miss McFarland. Is that so? She's always been a woman in a man's world. You don't talk about her very much. It's kind of painful, but she's never far from my thoughts. How'd you meet her? She was an orphan, too. Fell in the same bunch of reprobates I did. She did what she had to do to survive, same as I did. Can't wallow with the pigs without getting a little dirty. She's a good woman, a strong woman. That gang was the closest thing to family she ever had. Well, now she has her own family. Not right now, she doesn't. Come on. Bestimmt. Paul will be real happy if we can wrangle some horses. We've got bills stacked up like bales of hay. There's my boys. Come on, Mr. Marston. Careful. You almost Wenn knocked du zu langsam bist, Alte, musst du schon schneller rennen. Kommt. Yeah. Let's drive them up tomorrow. I'll teach you about rain. Reite hinter die Herde. Come. Now relax. Na komm. Come Muss on. ich ein bisschen hier so eintreiben. Das kennt's. Ja. Let's go. Nein. Ich bremse die ganze Zeit falsch ab, deswegen. Go. Easy. Whoa there. Wohin denn? Wohin denn? Hallo, hallo. Hallo, nein. Blöde Gaul. Come on. Ja, der rennt doch da weg. Sag mal. Der macht doch da Spirenzchen. Ich will doch, dass sie da hingehen. Ich will dich hier in die Schlucht treiben. Mache doch. Wir müssen nur Gange. Dann geht's los. Guck mal, oh. Looks like we got the lot of them. What magnificent animals they are. Hey, the stallion's getting away. Chase him down and bring him back. Get after him. Let's go. Ich kann schon fix, Alter. Come on. Oh, jetzt hätte ich ihn fangen können. Moment, nenne ich jetzt nicht fest. Hilfe! Ich
Ich will doch bloß... Ich kann doch nicht im Kreis. Sag mal. Alter. I got you. Nearly there. Relax. You're mine now. Bleib ruhig. Ruhig, Pferdi. Ruhig. Ich weiß. Ich weiß. Ich weiß. Pferdi. Braves Pferdi. Thanks for your help today, Mr. Marston. We got some fine horses. You know, why don't you keep that stallion as your own, as a thank you from all of us? Thank you, ma'am. He's a fine animal. Pferdi. Oh, Pferdi. Wir können ja auch Schnellreisen machen. Aber wir sind offiziell mal hier jetzt. Hier fertig. Das ist Adventskalenderchen Türchen Nummer 3 gewesen. Morgen geht es mit dem 4. weiter. Wir starten die Videos dann ab sofort ein bisschen früher. Das ist jetzt auch nochmal hier eine Ausnahme gewesen. Starten wir wahrscheinlich ab 12 oder wahrscheinlich sogar ein bisschen früher, je nachdem. Wahrscheinlich ab 11 oder so. Und ab 12, ich gucke mal wahrscheinlich ab 12 das Video zu starten. Danke fürs Zusehen, habt noch Spaß und wir sehen uns im nächsten Video.